Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckeres Fingerfood. Und zwar backen wir heute kleine Pizzen, belegt mit ein paar Scheiben Beefy Mini Salami. Gestartet wird wie immer mit dem Pizzateig. Dafür einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 150 ml lauwarmes Wasser dazu gießen, außerdem einen Teelöffel Zucker und dann verrühren, bis sich Zucker und Hefe aufgelöst haben. Als nächstes 300 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, das Hefe-Wasser-Gemisch dazu gießen, dann einen Teelöffel Salz und ca. 2 Esslöffel Olivenöl und danach alle Zutaten für etwa 4 bis 5 Minuten mit den Händen oder einer Küchenmaschine verkneten, bis sich der Teig komplett von der Schüsselwand gelöst hat. Der Teig sollte elastisch und weich, aber nicht mehr an den Fingern kleben bleiben. Dann eine Kugel aus dem Teig formen, zurück in die Rührschüssel geben, mit einem Schuss Olivenöl beträufeln, den Teig danach rundherum mit dem Öl einreiben und anschließend mit einem Küchentuch bedeckt für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Für die Pizzasauce 125 Gramm passierte Tomaten in ein hohes Gefäß geben, dann eine kleine Knoblauchzehe dazugeben, außerdem eine halbe kleine Zwiebel, einfach beides mit einem Messer grob in kleine Stücke schneiden und dazugeben. Dann noch ca. 2 Esslöffel Olivenöl, jeweils einen halben Teelöffel Basilikum, Majoran, Thymian, Rosmarin und Oregano, eine Prise Salz, eine Prise Zucker und etwas frisch gemahlenen Pfeffer. Und jetzt mit einem Pürierstab alles für circa 1 Minute zu einer gleichmäßig sämigen Tomatensauce pürieren. So sollte die Soße dann aussehen und danach bis zum Anrichten zur Seite stellen. Als nächstes die Beefy Mini Salamis einfach mit einem Messer in dünne Scheiben schneiden und sobald der Teig sein Volumen in etwa verdoppelt hat, einfach auf die Arbeitsplatte geben. Hier brauchen wir jetzt auch kein weiteres Mehl. Durch das vorherige Einreiben mit Olivenöl sollte der Teig nicht an der Arbeitsplatte kleben bleiben. Dann eventuell einmal halbieren, etwas flach drücken und anschließend mit einem Nudelholz dünn und flach ausrollen. Jetzt einfach so einen Kaffeebecher hernehmen und damit aus dem Teig kleine Kreise ausstechen. Den überschüssigen Teig abnehmen, danach nochmals durchkneten und wie eben gesehen ausrollen und ausstechen. Die fertigen Pizzaböden anschließend auf ein Pizzablech
oder ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und dann mit den Fingern von der Mitte bis zum Rand etwas andrücken. So erhalten die Mini-Pizzen einen kleinen Pizzarand. Dann einen Esslöffel der Pizzasauce auf den Teig geben. Etwas geriebenen Käse darauf verteilen. Und zum Schluss ein paar Scheiben Mini-Salami. Die Pizzen danach im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad Ober-Unterhitze für etwa 8 bis 10 Minuten goldbraun backen, dann aus dem Ofen holen und am besten sofort servieren. So sehen die fertigen Pizzen aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.